position of the inkwell indicates that the victim is left-handed. However, the bullet entered the right temple. That's strange. The goodbye letter was written while the victim's glasses were left untouched upon the nightstand. Who would want their final words to appear crooked? Traces of a long dress. Is a crime disguised as suicide. The maid? No. I have it. They belong to the priest who wanted to retain ownership of the land for his presbytery. The first case on this island is closed. That's incredible, Sherlock. You always impress me. Well, did you really think that you could come to this island without getting a little dirty? That investigation was easy, but this personal mission that brought you here, you know it's nothing but pain and madness. I know it's not so far from what's already in your mind. But once the truth is revealed, will it help? Watch your step, Sherlock. This quest might soil more than your shoes. You're not ready for this investigation. Guten Abend, liebe Eltern. Willkommen bei meinem nächsten Format. Beziehungsweise es ist kein neues Format, es wird ein ganz stinknormales Blind Let's Play von Sherlock Holmes Chapter One. Ich habe es in meinem Kamingespräch schon gesagt, ich habe übel Lust, das Ding durchzuspielen mit euch zusammen, weil ich totaler Sherlock Holmes Fan bin und Bullfrog hat bisher immer gute Sherlock Holmes Titel abgeliefert und ich bin gespannt, was uns erwartet. Wie gesagt, ich habe mir noch kein Let's Play dazu angeguckt, ich habe mir nur den Trailer reingezogen und ja, ich würde sagen, wir gehen straight in die Action. Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. That's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Ah, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together.
Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. If you need something, sir, please inquire at reception. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Would you kindly sign these papers, sir? Na, There you auf are. geht's. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. Also ich meine, mir ist klar, dass die Games natürlich nicht Kanon sind. Ne? Aber Cordona, davon habe ich noch nie was gehört. Also vielleicht habe ich es auch überhört. Das ist durchaus möglich. Ich bin ja nicht Sherlock, aber ist mir neu. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Wie war das jetzt hier oben, ne? Ich glaube, ich hätte doch die andere Seite nehmen sollen. 225. Egal. Hier definitiv nicht. Moment. Gehen wir hier nochmal hier rauf. 223, 224, 222, 221, jawohl. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer. Let's check what they have on offer. Gucken wir mal. Hey, Sherry, just our luck. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier irgendwo so... Genau, so ein Journal haben. Blam. Hier ist mich im Hotel willkommen und teilte mir mit, dass Zimmer 221 im Obergeschoss für mich bereitsteht. Hotelbedienste sagte, dass mein Zimmer noch nicht fertig ist. Das heißt, ich werde wohl ein klein wenig Zeit in der Lobby verbringen müssen. Ja, das hat er nicht. Werbeplakat. Ach, da ist er. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Stimmt. Wir haben tatsächlich nichts Besseres zu tun, bis das Zimmer fertig ist. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Come now, Sherry, what did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. If seafood's not to your taste,
Everyone Okay, loves time to Benedict check if spatch. John found us a Our nice table poached to eat. eggs with hollandaise sauce. So, wo hat sich John jetzt schon wieder versteckt? Da nicht. Dann im hinteren Bereich. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. Alright, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Macht auch Sinn, wenn wir mehr Informationen haben. Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. Der will nicht reden. Was ist mit den Damen? Moment, also C die Fallmappe. Der gefundene Gehstock, okay. Hinweis anheften, Gott. Ah ja, okay, und jetzt können wir auch mit der Dame reden. Excuse me, just one question. Of course. Stop me when you've had enough. Vor uns saßen 3 Personen an unserem Tisch, ein Pärchen und ein ehemaliger Marineoffizier. Die anderen Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist, aber der Marineoffizier hat sich wohl in den Vorgarten begeben, um Luft zu schnappen. Ich muss ihn finden. Ja gut, das ist unsere even with einzige your Spur, keen ne? senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find him. Okay, in den Vordergarten. Ehemaliger Marineoffizier. Jetzt nur die Frage, wo ist der Vordergarten? Müssen wir da vorne raus? Schauen wir mal. Da kann man durch. Ne, kann man nicht. Ist zu, alles klar. Das wird er nicht sein. Help me, please. My dear fellow, you're talking to the right man.
mit dem adligen Pärchen. Die beiden Männer hatten sich über Yachten und Segeln unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Womöglich hatte sie ihn dann beiseite gelegt und ihr Mann hatte vergessen, ihn mitzunehmen. Also ist nicht der Marineoffizier, sondern das adelige Pärchen. Als sie sich zur Seance des Mediums aufgemacht hatte. Nun bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als selbst die Seance aufzusuchen. Das wollten wir ja eh machen. Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. So, aber jetzt geht's eigentlich mehr darum, dass wir die Seance besuchen. Ja. Und die Seance war doch hier hinten, oder nicht? Das wird wahrscheinlich hier, genau. Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Rein da mit uns. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Ja, es wird einem alles gezeigt. Und das wird auch viel zu einfach gemacht, dass man hier die Hinweise nicht selbst kombinieren muss. Um seine kranke Leber auszukurieren, die wahrscheinlich vom Alkoholkonsum kommt. Ah, nein, man kann es auswählen. Ja, also Alkoholprobleme auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall der Lord Craven. Das geschwollene Gesicht, also ich würde sagen, das deutet eher auf Alkoholkonsum hin. Ich sag kranker Engländer auf Kur. Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol. Lord Craven. Well, you're half correct.
I am indeed Lord Andrew Craven. Your other guesses were wrong. But you still have the edge over that blasted medium. Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? Ah! It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Viele Hinweise aktualisiert. Hat er jetzt das Profil von dem Typen auch aktualisiert? Das war nämlich eindeutig falsch. Gut. Also er geht davon aus, dass hier ein raffinierter Diebstahl vorliegt. Also erstmal, die Frau war ja nicht wirklich ohnmächtig, ne? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Okay, dann hat es wahrscheinlich die Frau getrunken. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? Das war dann das Ektoplasma. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ja. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Aber das ist jetzt hier ein bisschen komisch, dass wir uns hier nicht weiter so rumbewegen können wir uns. Interessant. Das haben wir schon, oder? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Hatten wir schon. Mal hier ein bisschen rumgehen. Die Zigarren haben wir doch auch schon. Ansonsten hier irgendwo was auf dem Boden.
Das ist das Einzige, was wir jetzt hier noch nicht... Was ist denn jetzt? Jetzt wird es hier vergrößert und nur hier sehe ich nichts. Nur von der Position aus sehe ich nichts. Das reicht noch nicht. Das reicht alles noch nicht. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a séance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Hier unten vielleicht noch irgendwas. Nicht wirklich. Vor allem kann man da auch nicht hin mit dem Stick. Ah, Q drücken. Ah, Konzentrationsmodus. Man sollte auch oben links lesen, ne? The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Also theoretisch in der Aufregung könnten wir jeder geschnappt haben. Okay. Jetzt schauen wir nochmal weiter. Also hier ist nichts mehr. Dann sprechen wir jetzt erstmal mit der Frau. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Ja, aber warum wird da Watson nicht vorgeschickt? John, kümmere dich um die Dame. So, dann sprechen wir mal mit dem Medium. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But this stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. Nee, ich will aber noch nicht. Ich will mit dem nochmal sprechen. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Ach, mehr nicht. Okay, dann machen wir mal Gedankenspiele, ne? Auf geht's. Geister der Vergangenheit. Auf geht's. Bei der Seance war Lady Cravens Platz am Tisch gegenüber dem Fenster, das zum Atrium zeigt. Moment, das muss ich mir nochmal anschauen. Sie saß hier, genau, ja, das ist korrekt. Das ist safe. Ja gut, aber was heißt das? Also ich verstehe jetzt gerade noch nicht, wie die Deduktion funktioniert. Also das ist alles so... Kombiniere Hinweise zu Schlussfolgerungen.
wenn ich das zusammensetze, was passiert dann? Ja, das kann natürlich sein. Ja gut, aber da können wir nichts draus machen. Ja, er hat eine Brosche mit einem Mottenmotiv, okay, und was schlug er dem ins Gesicht? Also daraus kann ich jetzt noch nicht so wirklich was machen. Aber das kann natürlich sein, dass jemand im Atrium war, ein Zeuge oder ein It Komplize. seems there may have been Muss mal an gucken. unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Dann gehen wir mal hier raus. Und genau, und schauen da mal weiter. Das sieht aus wie ein Absatz von einem Damenschuh. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Sehen wir hier was? Nee, das sind nur die Blütenblätter. Nachricht eines Bienenverschwörers. Okay, er meint mit Sicherheit keine Bienenstöcke. Okay, den relevanten Hinweis anheften. Das ist alles ein bisschen komplexer oder anders, als es bei den alten war. So, den müssen wir anheften mit X, jawohl. Und jetzt in den Konzentrationsmodus. Sehen wir da irgendwas? Ah, hier, jawohl. Sehen wir das nochmal? Nee, aber hier können wir mal durchsuchen. Da ist wahrscheinlich der Schuh. Genau. Size 4 with a broken heel. Rose de Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Was hast This du reminds dazu me zu of a sagen? fairy tale, Sherry. Will you find your princess? Ich habe keine Zeit für so romantischen Nonsens. Wir fragen jetzt einfach mal andere Dienstmädchen. Hier zum Beispiel, die gute. May I ask you something? You look like an honorable man. I have some information for you. Lucia. Can I ask you a question? Please, don't get angry, sir.
But I know nothing about this, I swear to you. Also sie ist nicht Lucia. Hier. Help me, please. Sir, I don't know. Try asking someone else. This isn't working. You might need a different tack. Ja, wir müssen die richtige suchen. Hier? Ne. Ich höre doch jetzt nicht auf den John. Da sind Gemälde. Das könnte dann sein. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Wir geben uns mal als I'm a Schriftsteller novelist aus. documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Saletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Ja, dann gehen wir mal runter. Und er hat die Hand ausgestreckt, das könnte darauf hindeuten, dass er sich den Diamanten geschnappt hat. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Also, dann schauen wir mal hier. Hat auf jeden Fall die Dame gesessen. Das ist richtig. Nee. Hallo. Zurück. Zurück. Nix hier. Das schon eher. Wie kann ich das? Kann man das komplett zurücknehmen, alles? Ich will die doch eigentlich hier weg haben. Weil die saß doch erst... Saß die doch relativ ruhig da. Nee. Nee. Nee.
das ist dann schon so. Also die hat sich hier erschrocken und der hat hier das mit dem Geist gemacht. Das stimmt schon. Die Seance-Teilnehmer richtig zu positionieren in dem Fall. Okay, ja, aber die sitzen hier richtig. Das passt schon. Bestätigen wir mal. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Ja. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. Ja. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Gute Frage. So, also dann gehen wir mal rauf. Also theoretisch könnten es zwei gewesen sein. Einmal das Medium selbst, aber es ist schon richtig, was gesagt wurde. Also es könnte auch sein, dass er einfach nur versucht hat, irgendwie den Nebel, in Anführungszeichen, sich wieder ins Jackett zu stecken. Weil er mit der Reaktion, mit der heftigen nicht gerechnet hat. Und das Mädchen selbst sich das Ding eingesteckt hat. 226 war das Zimmer, oder? Ich denke 224, 225, da müsste hier drin 226 sein. Lady Craven is not who she seems. Okay. Remember her behavior in the hall. Klatsch und Tratsch. Das ist neu. Lady Craven is not who... Es ist also ein Minigame. Ja, dass sie nicht mit dem Fischmesser umgehen kann. Machte Ehemann betrunken. Weiß ich nicht. Küchenchef still essen, weiß ich nicht. Wirkte angespannt. Okay, nicht geschafft. Muss man nochmal gucken. Lady Craven is not... Probieren wir es nochmal. Start. Also. Sohn hat schlechten Umgang. Nee. Preise steigen wieder. Nee. Wirkte angespannt. Das könnte sein. Viele Gäste macht Ehemann betrunken. Könnte sein. Küchenchef stiehlt Essen. Kann nicht mit Fischmesser umgehen. Was? Ah, kann nicht mit Fischmesser umgehen. Ich habe jetzt an das Fischmesser gedacht zum Ausnehmen. Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior Ja, da in the unten hall. steht es ja, wie sie sich im Speisesaal verhalten hat. Okay, klar. Okay, also, nö. Wirkte angespannt, glaube ich dann eher weniger. Preise steigen wieder, viele Gäste diesen Sommer, machte Ehemann betrunken. Sohn hat schlechten Umgang, kann nicht mit Fischmesser umgehen. Was? Hä? Lady Craven is not... Vielleicht sind es mehrere relevante Schlüsselwörter. Sohn hat schlechten Umgang, glaube ich nicht. Küchenchef stiehlt Essen, glaube ich nicht. Macht Ehemann betrunken, nehmen wir mal. Preise steigen wieder, viele Gäste diesen Sommer, kann nicht mit Fischmesser umgehen, wirkte angespannt. Jawohl. Ich hörte mit an, wie zwei Hotelbedienstete über Lady Craven redeten. Sie spekulierten darüber, dass sie womöglich gar nicht die Ehefrau von Lord Craven ist. Ihren Beobachtungen zufolge hatte sie am Abend angespannt gewirkt und versucht, Lord Craven betrunken zu machen. Sie hatte zudem bemerkt, dass die Lady nicht mit einem Fischmesser umzugehen wusste. Ja, okay, das kann alles sein. Und wir haben auch gesehen, Lord Craven trägt keinen Ehering. Was eigentlich untypisch ist. Dann schauen wir noch mal rein.
Die ist hier. You're here. Jetzt haben wir einen At Mordfall zu last. klären. I didn't do that. I swear. I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Also, jetzt schauen wir erstmal, wie sie gestorben ist. Schauen Sie uns mal an. Das schauen wir uns später an. Jetzt will ich nur mal eine Theorie gleich mal überprüfen. Da ist die Eingangstür. 226 sind wir, 225 ist das Medium eingesperrt. Aber die Zimmerfenster sind verschlossen. Ah, da geht noch eine Tür rüber. Okay. Wir schauen uns erst einmal die Leiche an. Strangled with bare hands, judging by the bruises. Den Diamanten hat er aber liegen lassen. Warum? This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. You think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Ja, das ist aber Quatsch. So, jetzt haben wir hier noch einen Brief gesehen. Den schauen wir uns mal an. Brief über Schadensersatz. Ich habe den Schadensersatz immer noch nicht erhalten, mit dem Sie mich für den unerhörten Vorwurf entschädigen und meine medizinische Behandlung nach Ihrer Tätigkeit bezahlen wollen. Sie möchten ganz bestimmt nicht, dass ich an die Öffentlichkeit gehe. Sie wissen doch ganz genau, dass ich nach Ihren falschen Anschuldigungen fristlos entlassen wurde. Und jetzt, da meine Unschuld bewiesen wurde, kann ich aufgrund meiner Handverletzung nicht mehr arbeiten. Wenn Sie mich weiterhin ignorieren, werde ich die Sache vor Gericht bringen. Okay. Der hat Probleme. Scheinbar Geldprobleme aufgrund seines Temperaments. Der Gehstock liegt da. Someone was not happy with his post. Someone was not happy with his post. Können wir den nicht zusammensetzen? In alten Teilen konnten wir sowas immer zusammensetzen. Ein Messer,
verschütteter Wein. Nicht ausgepackte Koffer. Aha, a neat hiding place. Why would she conceal all of this? Wir sollten jetzt erstmal vielleicht den Konzentrationsmodus ausmachen und uns das hier nochmal angucken. Das ist ein Mottenring. Das ist die gleiche Brosche hatte doch das Medium. This ring looks out of place among the others, and the design is familiar. Ja. Virtus Adacta Sapit. Virtus Audacta Sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Several £1,000, that's quite a fortune. Also Kohle hat sie. Sonst noch irgendwas? Irgendwas gibt es hier noch zu entdecken. Hier. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal die Tür an. A remarkably simple lock. Okay. Dann gucken wir uns mal die Gedankenspiele an. Was wir hier eventuell kombinieren können. Geister der Vergangenheit. Also die Mottenbrosche und der Mottenring. Ja, sie haben mit Sicherheit eine gemeinsame Vergangenheit. Gut. Gehen wir nochmal zurück. Na, war er nicht. War er ja nicht. Also das 2 ist auf jeden Fall sicher. Ja, genau. Wer auch immer, der Diamant blieb liegen. Also das ist... Aber das ist nicht eingeloggt, ne? Ach, das ist 1 von 2. Ne? Okay. Gut, gucken wir mal weiter. Achso, das können wir nicht kombinieren, aber Lord Craven schlug das Medium und Schadensersatzforderungen. Es lässt auf sein Temperament zu schließen. Genau, impulsiver Mensch, der bisweilen die Beherrschung verliert. Genau. So, dann gehen wir nochmal hin. Wurde erwürgt, schloss es sich... Ich glaube nicht, dass er sie erwürgt hat. Der hätte sie geschlagen, aber nicht erwürgt. Obwohl... Gucken wir mal weiter. So young and so dead. Sprechen wir Another noch mal mit mystery ihm. to investigate, my friend.
Also ich meine, klar, wenn wir jetzt das Erwürgte kombinieren mit der Tatsache, dass er im Zimmer war, dann könnte es natürlich darauf hindeuten, dass er sie gefunden hat. Wir haben noch keine Beweise. I am needed elsewhere. Wir haben noch absolut keine Beweise. Wir können auch hier noch nichts. Jetzt können wir nur mal rübergehen und gucken, ob das Medium im Zimmer 225 irgendwas zu sagen hat. Geht nichts. Wir können aber... This painting looks authentic, but it's just a talented Wir können imitation. aber sein Alibi überprüfen. Genau. Und dann fragen wir doch einfach mal die Bargäste, ob sich irgendwer an ihn Do erinnern you know kann. anything about this? That's a question I can answer. Nur eine kurze Zeit. Are you able to help me? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. May I ask for your assistance? Oh, I'm sorry, but that's beyond my knowledge. Time to check your who, what and what, Sherry. Nein. Who are you asking? About what and dressed as what? Nein. Nein. Fragen wir einen Barkeeper. Would you like another? Would you like another? Der eine Zeuge reicht doch nicht. Are you able to help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir mal Gedankenspiele, weil was anderes bringt es jetzt gerade noch nicht. Also. Also, wenn wir das zusammensetzen. Ja, aber nur kurze Zeit. Was heißt nur kurze Zeit? Da braucht es eine präzisere Analyse, wie lang vergangen ist. Und was haben wir noch für Hinweise? Das lässt sich nicht final klären. Und in dubio pro reo, also das heißt, der Mörder ließ den Diamanten zurück und der Mörder hatte genug Zeit für den Mord. Ja gut, er sagt aber einige Zeit, ne? Er hat behauptet, einige Zeit in der Bar verbracht zu haben, bevor er aufs Zimmer zurückkehrte. Wir müssen uns das Zimmer 225 angucken. Wir fragen jetzt einfach mal ganz frech an der Bar nach. Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus.
The last thing we want is the police to come meddling. Ja. So. Also wir müssen den jetzt mal befragen und uns das Zimmer angucken. Weil wenn wir an dem Schloss jetzt Spuren finden, dann wissen wir zumindest, dass er mindestens verdächtig ist. Wie Watson sich halt immer hier rein teleportiert, ne? Da sehen wir natürlich nichts, okay. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defences against visitors from the great beyond. Also hier liegt auf jeden Fall ein Seil. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Ah, okay. Startende Analyse. Okay. Chemische Analyse. Verfügbare Reagenzien. Was heißt das? 3 davon, 2 davon. Soll ich die jetzt da reinschütten oder was? Mal darüber machen. Halten, bewegen. Und die 2. Also das scheint... Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Es wird hier einfach mal nicht erklärt. Auch nicht schlecht. Und jetzt? Ach so, Moment. Was ist, wenn wir das jetzt hier... Verknüpfung aufheben, zurücksetzen, überspringen. Nee, ich will wissen, wie es geht. Ah, okay. Wenn ich das dann mit dem verknüpfe, das dann mit dem verknüpfe und das dann mit dem verknüpfe. Ja gut, dann müsste das sein, ne? Probieren wir's. Jawohl. Okay. Ich habe eine Probe vom Ektoplasma genommen, in der Hoffnung beweisen zu können, dass die Substanz diesseitigen Ursprungs ist. Spiritisten behaupten, Ektoplasma würde sich rasch in Luft auflösen, aber diese Substanz scheint ziemlich feststofflich zu sein. Die chemische Reaktion hat gezeigt, dass es sich um eine Mischung aus Kautschuk, Milch und Phosphor handelt. Es ist nicht ungefährlich, dieses Ektoplasma im Mund zu haben, und ich bin ziemlich enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass etwas Einfallsreicheres hinter der Sache stecken würde. Okay, ja gut, wir wissen, dass es Schwindel ist, ne? Ah ja, wir können da noch Fragen stellen dazu. Jetzt tun wir den Hinweis mal anheften. My faith in this medium has burst, Und just like quatschen a ihn mal rubber drauf balloon. an. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm.
bekam heftigen Schlag ab. Ja, logisch bekam er den, ne? Der hat einen Stuhl ins Gesicht gekriegt. Geübte Fingerfertigkeit. Also er würde wahrscheinlich ein Schloss aufkriegen. Frische Kratzer an der Hand. Vielleicht hat sie sich gewehrt. Sonst noch irgendwas? Schuhe nicht wirklich. Benutzt viel Schminke, okay. Magere Statur sind Naseblut aufgrund. Ja gut, die Nase, das ist klar. Das wissen wir ja. Lassen vermuten, dass er die nötige Handfertigkeit für Taschen, Spielertricks und den Umgang mit versteckten Utensilien besitzt. Ja, braucht er als Medium, ne? Ehemalige Verbrecher. Dazu haben wir zu wenig Beweise. Also allein das. Ich probiere es jetzt einfach mal Medium mit wenig Erfolg. Wir nehmen es mal an. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Ja, erstmal über die Kratzer reden. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. I need to go. Also jetzt machen wir erstmal weiter Gedankenspiele. Also Deduktion. Also hätte es leicht klangen können, ganz genau. Das ist also klar. Das ist logisch. Die frischen Kratzer könnten wir entweder mit dem Ding kombinieren. Oder vom Hotelpersonal. Genau. Eins von beiden. Wir müssen also wissen, welches Hotelpersonal hat ihn hochgebracht. Und dann gucken wir uns mal die Kratzspuren an. Aber wir können ihn auch... Was, noch mehr Gedankenspiele? Geht das? Gedankenspiele auf die Schlussfolgerungen? Nee. Nee. Aber wir können über die Fallmappe... können wir auf jeden Fall damit mit ihm reden. Was auf Karte setzen?
Ah, man kann hier die Hinweise noch fix machen, okay. Wir sprechen jetzt trotzdem erstmal Ektoplasma. Wir sprechen jetzt erstmal mit ihm über das Ektoplasma. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. Okay. Ich glaube, wenn wir hier falsch liegen, dann blockt er ab. Aber wir könnten mal über den Ring der mit Mottengravur reden. Was es damit auf sich That's a hat. remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Wir haben keine neuen Hinweise und wir können ihm auch scheinbar nichts. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Wir können ihm jetzt nichts mehr fragen. Scheibengleister. Können wir uns das Schloss angucken? Nein. Sackgasse. Können wir da noch was anschauen? Tools and accessories Ja, for das haben wir schon. multiple prestidigitation. Ja, das haben wir schon. Noch irgendwas? You always take me to the best of places, Sherry. Ja, das ist ja schön, dass du dich Bilge, amüsierst. balderdash and baloney, the lot of them. Jetzt quatschen wir nochmal drüben mit dem Lord. Wir konfrontieren ihn jetzt einfach mal damit. Get to the point, Mr. Holmes. Was, gar nichts? I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? Okay. Das haben wir ja schon. Profil, okay, das... Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Okay, neue Gedankenspiele? Ja, Hammer. Geist der Vergangenheit. Stahl von Lord Craven, okay. Ja gut, aber wir können es mit nichts kombinieren, also... Gut, dann
This is all just a Okay, big der misunderstanding. kann uns nicht The mehr spirits wirklich confirm helfen. it. Okay, vielleicht finden wir noch irgendwo das Personal, was ihn hochgebracht hat. Das können wir ja zumindest mal fragen. Oder vielleicht finden wir in dem Zimmer noch irgendwas. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest Watson, du suites. bist immer einen Schritt voraus. Also hier ist nichts mehr. May I ask you something? I usually have an answer for everything, but not for this. Ja, das ist mir klar. Aber vielleicht können wir hier... Die Damen wissen doch bestimmt... Is this familiar to you? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. This isn't working. You might need a different tack. Na, gucken wir mal, wie hilfreich Johns Tagebuch ist. Dokumente. Ja gut, das hilft mir nix. Hier. Die mögliche Diebin. Wir fragen jetzt einfach mal an der Rezeption nach, ganz naiv. Can you satisfy my curiosity? Sorry, but I've never heard of it. Okay, keiner weiß was vom Ring mit der Mottenkravur. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Ja, aber wir müssen doch irgendwie rauskriegen, wer den nach oben gebracht hat, weil ich will wissen, ob der jetzt die Kratzer hat. Also ob der jetzt die Kratzer vom Personal hat oder ob der die Kratzer vom... Können wir die Kratzer einzeln auswählen? Also das haben wir ja schon alles gemacht. Wurscht, das brauchen wir jetzt alles nicht. Wir brauchen das hier. Also ich meine, wenn wir hier jetzt auf die... Ach so, Geist der Vergangenheit, Mutterliebe, Geist der Vergangenheit, so Schlussfolgern. Also ich meine, wenn der ihn gekratzt hat, der hätte das Schloss knacken können, das wissen wir, aber wir brauchen, denke ich, hier Gewissheit. Wir können hier nichts mehr kombinieren und bei den Hinweisen haben wir jetzt nur, dass Lord Craven bestohlen hat. Das ist zu dünn. Das ist zu dünn. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir rauskriegen, wer dem die Kratzer verpasst hat. Wir könnten uns... Ja, das könnten wir nochmal machen. Wir könnten uns nochmal die Leiche angucken. Das machen wir jetzt auch nochmal. Weil wenn ihre Fingernägel Spuren aufweisen... Nee, haben wir aber hier schon 3 von 3. Es hilft uns nicht weiter. Das hilft uns überhaupt nicht weiter. Aber so gar nicht. Wir könnten höchstens nochmal auf der anderen Seite das Schloss angucken. Nee. Someone was not happy with his post. Da ist nix. Also gut, es bringt uns jetzt auch mal nichts mehr, die Leiche zu untersuchen. Gedrückt halten, zoomen. Achso.
Mit ihm können wir auch nicht mehr reden, wenn ich es Do richtig something sehe. about it, Holmes. I did not do it. You know that. Hilft John und so weiter. So young and so dead. Auch nicht wirklich. Another mystery to investigate, my friend. Also er hat hier auf jeden Fall ein Seil liegen. Oh, was ist das? Ah, das habe ich noch gar nicht inspiziert. Wenn man Schreiben mit hochachtungsvoll beendet, heißt das übrigens so viel wie leck mich am Arsch. Dieses Einladungsschreiben, können wir ihn darauf ansprechen? This is all just a big misunderstanding. Nee. The spirits confirm it. Wir haben jetzt hier noch das Einladungsschreiben. Gräfin Lemoire. Kann man ihn da drauf nochmal ansprechen? This is all just Nee, a big nicht wirklich. misunderstanding. Okay, Gedankenspiele. Das hilft mir auch The nichts. spirits confirm it. Das hilft mir hier absolut gar nichts. Und ich glaube, ich bin jetzt wirklich stuck. Could you help me? I would help you if I knew so. Ja, die weiß nichts drüber. Wir bräuchten jetzt die Gräfin, wo auch immer die ist. Wir müssen jetzt eigentlich einfach nur mal rausfinden, wer den nach oben gebracht hat. Das wird ja schon reichen. Weiß der irgendwas? Would you like another? Nein, ich will nichts anderes. Ich will wissen, wer die Gräfin ist oder wer den nach oben gebracht hat. Da tropft noch mehr Ektoplasma. Jetzt sind wir wieder im Bedienstetenzimmer. Ja, wir drehen uns hier ein wenig im Kreis. Also ich gehe jetzt trotzdem noch mal rauf. Vielleicht habe ich im Zimmer noch was übersehen. Do something about it, Holmes. Also mit dem können wir I did not do nichts it. mehr You know anfangen. that. Den Brief hat man noch nicht. Diener L.O. Dupin freilassen, da wir keinen Beweis dafür erbringen konnten, dass er an dem Diebstahl beteiligt war. Wir werden Sie über den Stand der Ermittlungen auf dem Laufenden halten. In Marseille. Gucken wir mal. Gedankenspiele freigeschaltet. Dieb hängte seinen Taten Dienern an. Also das machen wir auf jeden Fall. Emma war eine Diebin und Betrügerin. Gut, das wussten wir ja schon, ne? Ah ja. Kannte Mr. Galici und Mrs. Emma. Wenn sich Luca Galini und Miss Emma bereits von früher kannten, wusste er womöglich, dass sie eine Diebin war. Ja, das könnte sein. Und dass der Mörder den Diamanten zurückgelassen hat, deutet ja eher auf Rache hin. Genau. Es ist jetzt die Frage, was ist, wenn das Hotelpersonal ihn gekratzt hat, ne? Das ist halt jetzt die Frage. Ob so ist, wie er es sagt. Ich meine, es deutet hier...
Ja, wir wissen, dass es sich nicht beherrschen kann. Also hier kommen wir nicht weiter, ne? Also wir bleiben mal dabei in dubio pro reo. Und hier genug Zeit für den Mord. Jetzt wäre dann das hier, Luca Gallicci ist der Mörder. Ja, aber er muss auch die Tür geknackt haben, ne? Also das ist halt jetzt die Frage. Sie haben sich auf jeden Fall gekannt. Vielleicht haben sie sogar mal gemeinsame Sache gemacht und dabei diese Geschichten kombiniert. Hat er die Kratzer vom Hotelpersonal oder nicht? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das so eine... Ich glaube kaum, dass das der Beweis ist. Der hat ein Seil drüben. Aber so richtig deduziert habe ich es nicht. Aber ich sage, ja, ist er. Und... wir ziehen ihn zur Verantwortung. Egal was, nichts rechtfertigt Mord. Naja gut, nicht nichts, aber... Nee, ich will die Schlussfolgerung nicht ändern. Was wäre die andere gewesen? Ach, ich kann es jederzeit ändern. Nee. Nö. Wir machen das jetzt so. Zack. Ja. Nö. Hallo? Ja, ist es doch. Nein, ich will die Schlussfolgerung nicht ändern. Muss ich jetzt... Ah. Aber warum leuchtet Gedankenspiele immer noch auf? Ja gut, weil ich wahrscheinlich hier... Wenn ich jetzt hier auf das Hotelpersonal kratzt ihn, genau, kommen wir hier auf die andere, die Wahrheit erzählen, genau, ja, das könnte sein, aber das glaube ich nicht. Nee. Das war er aber auch nicht, also... Der Dieb hatte genug Zeit für den Mord. Der Mörder ließ den Diamanten zurück. Das Hotelpersonal... Nee, das Hotelpersonal hat ihn nicht gekratzt. Und hier keine Gnade. So. Das haben wir jetzt erstmal eingeloggt. Jetzt gehen wir zurück und... Nee, den beschuldigen wir nicht. I am needed elsewhere. Den beschuldigen wir nicht. Wir beschuldigen den anderen. Müssen wir zum Richter...
schon zum Richtigen, wenn wir den beschuldigen wollen. Luca Gallici, I know you murdered Lady Craven, and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I am... I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. Jawohl. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us, stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Ich lasse sie laufen oder sie müssen bestraft werden. Also mein Gerechtigkeitssinn sagt, ich lasse ihn laufen, aber er ist so oder so ein Betrüger. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know. Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. Warum kriege ich immer He murdered the Drohungen? woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. Und damit wäre unser erster Fall gelöst. Es macht mich nur traurig, dass ich zweimal bei der Analyse der Profile daneben gelegen habe. Aber da müssen wir durch. Und zwischenzeitlich soll jetzt auch unser Zimmer fertig sein. Müssen wir dann mal an der Rezeption nachfragen. Aber das... That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, figure of speech. Just a figure of speech. Damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Das Grab der Mutter besuchen. Aber
Das werden wir nicht mehr heute tun, sondern das tun wir in der nächsten Aufnahme. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut.